Und insofern gehe ich davon aus, dass die Inflation in Amerika nicht runterkommt, in Europa vielleicht ein bisschen und die Amerikaner gar nichts machen. Jeden Tag wird so und so viel neue Schulden gemacht. Und das, glaube ich, wird dazu führen, dass die Geldgeber so etwas verunsichert werden und sagen, oh, warum soll ich 3,80 bekommen, wenn ich vielleicht auch 4,50, 4,60? Also wir gehen davon aus, dass diese Nachfrage nach Kredit durch den Staat dazu führt, dass die Zinsen höher werden am langen Ende. Wenn Amerika steigt, dann steigt Europa mit. Egal, ob es weniger oder mehr ist oder Kopf an Kopf, eigentlich ist scheißegal. Aber wenn Amerika dreht, dreht auf alle Fälle Europa mit. Es ist nicht so, dass wenn Europa dreht, Amerika fällt. Es ist andersrum und somit muss ich mich auch gar nicht mit den europäischen Märkten beschäftigen. Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, was machen wir mit diesem Markt? Wo geht's hin die nächsten Wochen und Monate? Vor allem natürlich zinsinflationsseitig und vor allem mit dem Aktienmarkt. Bleiben wir all in Big Tech oder wird es vielleicht doch auch mal Zeit für ein differenzierteres Blick? Wir haben uns dafür heute einen richtig spannenden Gast eingeladen. Er ist zum ersten Mal bei uns hier bei der Mission Money zu Gast. Warum das so ist, weiß ich ehrlicherweise tatsächlich nicht. Wenn ich mich heute gut schlage, dann werde ich wieder eingeladen. Dass die Chance besteht. Du hast alle Möglichkeiten. Denn er ist alles andere als ein Unbekannter, das muss man auch dazu sagen, sondern eigentlich schon eine Fondsmanager-Legende mittlerweile. So alt bin ich wieder auch nicht. So jung wie er aussieht, ist er nämlich gar nicht mehr. Er hat natürlich einen der großen bekannten Klassiker in Deutschland unter den Mischfonds vor etwas mehr als 20 Jahren, 2002 gegründet, ja. Den Ethena Agniv und natürlich dazugehörig auch die Vermögensverwaltung Etenea. Herzlich willkommen, Luca Pesarini. Dankeschön, vielen Dank. Freue mich sehr, dass es jetzt zum ersten Mal geklappt hat. Super. Ja, Mensch, ist der Markt, um es mal ganz einfach vorneweg zu schieben, im Moment so optimistisch? Am Jahresanfang waren schon alle moderat optimistisch im Vergleich zum letzten Jahr natürlich und natürlich schon auch gut positioniert mittlerweile. Sind wir zu optimistisch? Du fängst natürlich schon mit der schwierigsten Frage an, also gleich ins kalte Wasser geworfen. Aus meiner Perspektive nein, aber das hängt natürlich nicht nur von bestimmten Kriterien wie fundamentale Daten ab oder irgendwelche Bewertungskriterien, sondern natürlich auch von den Zinsen. Ja, und dort sehen wir natürlich schon spannende Zeiten. Heute Mittwoch, heute Abend um 7 wird ja das Fed berichten. Sie werden natürlich nichts machen und wenn Sie clever sind, machen Sie eigentlich auch keine besonderen großen Statements nach vorne und sagen, wir sind data dependent, das ist die Good News. Das heißt also, die wissen genauso wenig wie wir, wie es weitergeht. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass wir in einer etwas schwierigeren, also sage ich mal volatilitätsreicheren Zeit kommen werden. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass der fundamentale Markt, also die Fundamentals der einzelnen Unternehmen weiterhin positiv sind. Und wir gehen davon aus, dass der Aktienmarkt dieses Jahr sicherlich positiv abschließen wird. Das ist ja keine große Kunst, hat ja schon was vorgebaut, aber durchaus noch Potenzial hat. Also ich bin natürlich auch kein Hellseher, keine Ahnung, das hängt davon ab, wie sich das weiterentwickelt. Aber die Zeichen stehen überhaupt nicht auf Sturm. Also Rezession gibt es keine, weit und breit nicht zu sehen. Also insofern müsste das alles, was eben die fundamentalen Daten hergeben, eigentlich positiv sein. Würdest du sagen, dass der Markt irgendwie so, also wenn du jetzt allein dieses Jahr mal nimmst, seit Jahresanfang, es im Moment viel wichtiger ist, also anders als jetzt letztes Jahr haben wir sehr viel natürlich über dieses, wo sind die Feinheiten in der Kommunikation der FED, was machen die Dotplots, auch im Wissen, dass das alles so nicht immer eintrifft, logischerweise, die ändern sich eben auch, wenn sich die Fakten ändern, aber dass der Markt viel mehr damit beschäftigt war, zu sagen, okay, wir haben nach wie vor eine weitestgehend stabile US-Wirtschaft, Unternehmen sind resilient, die Unternehmensgewinne kommen wieder etwas mehr ins Laufen. Das ist mir erstmal wichtiger als dieser Umstand, dass man diese ganzen Zinssenkungen, die man am Jahresanfang noch gehofft hat, dass sie dieses Jahr passieren, die wurden ja ausgepreist und da hast du ein bisschen ein Auseinanderlaufen gesehen der Aktien- und der Anleihenrenditen in den USA. Was ja so ein Zeichen dafür ist, dass der Markt eher so war, ja, ist mir jetzt im Moment so erstmal eigentlich egal, wann es losgeht dieses Jahr und wie viel es wird. Hauptsache es passiert mal und ich kann mich dafür auf die Fundamentals kümmern.
The best news would be, wenn gar nichts passiert. Ja, also wenn wir immer. die Zinsen so lassen, wie sie sind. Vielleicht werden sie ein Viertelchen machen, aber das ist eigentlich völlig egal. Das, was du gerade sagst, ist deswegen immer so wichtig, weil wir letztes Jahr uns immer einfach nur darauf fokussiert haben, wenn die Zinsen fallen, dann heißt es ja, dass wieder die Aktien wieder interessant sind, dass die Bewertungen, also PE-Expansion-Diskussion fängt wieder an. Und dann ist es natürlich für den Aktienmarkt eine gute Idee, egal wie die Gewinne sind. Und jetzt sind wir in der Phase, wo wir die Leute sagen, ja gut, aber wenn die Zinsen gar nicht so weit fallen, das bedeutet ja, dass die Wirtschaft eigentlich ganz gut läuft. Und wenn die ganz gut läuft, dann könnte es durchaus sein, dass es ja für meine Unternehmung ja noch besser laufen könnte. Und somit würden ja sogar die Gewinne ja steigen. Also dieses, oh Gott, ich brauche Zinssenkung, um Gewinne zu machen auf der Aktienseite, sind gerade dabei, sich umzudrehen und in einer Situation, wo du sagst, ja gut, also okay, wir haben eine sehr stabile Wirtschaft, wir haben sehr stabile Unternehmen, diese Unternehmen machen gute Gewinne, das ist ja noch viel besser. So, dann hast du vielleicht eine Bewertungsfrage, die einigen werden sagen, bei 4% oder 4,5%, dann nehme ich jetzt da ein paar Chips vom Tisch, aber da kommen neue dazu, die sagen, Mensch, die Fundamentals meiner Unternehmen sind gut, das könnte durchaus interessant sein, ich investiere in den Aktienmarkt gerade jetzt. Also es gibt ja keinen falschen Zeitpunkt, in Aktien zu investieren. Es gibt eigentlich nur den Zeitpunkt, aber keinen falschen und keinen richtigen. Also insofern sehe ich diese Entwicklung eher positiv. Also für mich wäre das Schönste, wenn das FED und auch die Europäische Zentralbank nicht nur immer schlechte Nachrichten vorweg schicken würden, oh Gott, ist alles ganz gloomy und doomy, wir müssen die Zinsen senken, wir müssen die Weltwirtschaft retten, sondern sagen, nö, wir bleiben so, wie wir sind, stabil, die Situation ist gut und wir lassen alles unverändert. Was hat das als Konsequenz? Einige werden lachen, einige werden weinen. Die Immobilienbranche, die wird eher Schwierigkeiten haben. Aber ich meine, die haben das sich ein bisschen auch selber zuzuschreiben. Sie haben in den fetten Jahren, als die Zinsen sehr tief waren, alle sehr kurzfristig finanziert, alle gejubelt, sich 20 Mal geleveraged nach oben und sind jetzt beschäftigt, die Scherben ein bisschen wegzuschieben. Einige werden es nicht, wie schon einige es tatsächlich schon nicht geschafft haben. Aber das ist in meinen Augen für Europa nicht so relevant. Es ist kein relevanter Sektor. Und insofern bin ich ja jetzt eigentlich ganz entspannt, was die Wirtschaft insgesamt angeht. Ein bisschen weniger entspannt bin ich zum Thema Inflation, falls du mich das fragen möchtest. Das wäre jetzt die anschließende Frage gewesen. Denn im Umkehrschluss heißt es natürlich, wenn wir den Wirtschaftsapparat weiter so befeuert bekommen, wenn wir jetzt mal in den USA bleiben, haben wir natürlich immer wieder aufkommende neuen Preisdruck, der an allen Stellen immer mal wieder aufpoppen wird. Genau. Das ist keine völlig kühne Prognose. Dann müsste man, sagen wir mal, wir dividieren das Lager in Europa und Amerika. Ja. Asien ist für mich viel zu weit. Ich habe da keine Ahnung. Ich glaube, die Chinesen sind deep in shit, wie man so schön sagt. Die haben jede Immobilienblase abzubauen. Das dauert 20 Jahre. Die Leute haben sehr viel Geld verloren dort, sind eigentlich jetzt wirklich mehr arm als reich. Wurden viele Gebäude gebaut, die letztendlich jetzt abgerissen werden. Also im Prinzip ist es eine Katastrophe. Die Chinesen werden an diesem System noch viele, viele Jahre knapsen müssen. Und sie haben halt eine Vertrauenskrise. Es mag halt keiner, jeder hat sich die Finger verbannt oder viele und sagen, wozu soll ich jetzt investieren? Und ziehen noch das Geld aus dem Aktienmarkt raus, das fällt auch noch mit. Und das Einzige, was steigt, ist das Gold, was plötzlich alle Chinesen kaufen, sagen sich, ja gut, was ich in der Tasche habe, habe ich in der Tasche, der Rest ist mir egal. Ja. Also zurück zu uns. Die Situation ist recht eindeutig. Wir haben eine fallende Inflation. Die ist da, die kann man ja nicht wegdiskutieren, aber die ist noch nicht abgeschlossen. Also das heißt, dieser Zyklus ist noch gar nicht beendet. Wir haben A, die Zweitrundeneffekte, die eine bedeutende Rolle spielen, also diese ganzen Gehaltserhöhungen. Wir haben Länder wie Österreich, wie Belgien, wie Luxemburg, die automatisch ihre Gehälter anpassen. Das heißt, viele Unternehmen früher oder später werden einfach sagen, ja gut, aber das kann ich jetzt hier alles gar nicht leisten. Das wird sicherlich dazu führen, dass die letztendlich Job haben, durchaus wechselbereit sind, weil sie dann noch Angebot bekommen. Das heißt, dort werden wir sicherlich eine gewisse Inflationsschub haben, also mit der Bahn und mit den Transportunternehmen insgesamt, ohne dass ich jetzt Namen nenne, ist ja auch nicht viel besser, ne? Wissen wir alle.
Und also insofern gehe ich davon aus, dass wir durchaus noch weitere Inflationsschübe bekommen. Natürlich heißt es ja immer, ja, aber ja, die Gemüse wird nicht mehr so teuer, bla bla bla. Das ist gar nicht so relevant, sondern viel relevanter sind die Dienstleistungen. So, der Staat selbst erhöht massiv die Preise für ihre Dienstleistungen und die anderen werden das auch tun, ob das jetzt irgendwas ist, Architekten, was der Teufel was. Also insofern ist für mich das Thema Inflation überhaupt nicht abgearbeitet. Und darüber hinaus sehen wir das Thema Öl, ne? Also das Thema Energie. Wir haben ja schon vor 6 Monaten gedacht, das war jetzt alles erledigt. Jetzt kommen wir plötzlich wieder, jetzt sind wir wieder bei über 80, 85, 87 und alle sagen, oh, was mache ich jetzt damit? Also ich denke, es wäre gut, wenn die Zentralbanken erstmal gar nichts machen, um auch das Zeichen zu setzen, wir bleiben dabei, wir bleiben standhaft. Das Gleiche gilt natürlich auch für Amerika, auch Zweitrundeneffekte, die noch gar nicht, also ein sehr, sehr viel engerer Arbeitsmarkt als bei uns. Die haben ja quasi Vollbeschäftigung. Die haben Vollbeschäftigung. Wir haben das Thema Öl auch vehement präsent. Und wir haben noch ein viel größeres Thema und das ist die Staatsverschuldung. Ja. Das heißt, der Staat verschuldet sich jedes Jahr neu um 2000 Milliarden, also 2000 Milliarden, das ist die Hälfte fast des Bruttoinlandsprodukts der Bundesrepublik Deutschland, zusätzlich neu jedes Jahr für die nächsten 10 Jahre. Das habe ich jetzt überhaupt nicht erfunden, das ist nicht mein Dings, das kannst du nachgucken auf der Treasury-Seite, da steht eine Planung, die sagen das, wir machen da zwischen 1700 und 2000 Milliarden neue Schulden. Dieses Jahr werden es sogar schon jetzt über 2000 Milliarden werden. Das hat natürlich einen Nachfrageeffekt. Das heißt, es wird was produziert, es wird nachgefragt, es gibt Arbeitsplatzmangel wieder. Also sie heizen die Inflation selbst an. Ja. Und insofern gehe ich davon aus, dass die Inflation in Amerika nicht runterkommt, in Europa vielleicht ein bisschen und die Amerikaner vermutlich sehr gut aufgestellt sind, indem sie gar nichts machen. Gar nichts. Ab September ist so tabu, da kommt ja die Präsidentenwahl ins Spiel und da ist so Feierabend. Also ich gehe davon aus, dass wenn überhaupt sich ein Fenster öffnet, der Juni-Termin sein könnte, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob das FED überhaupt diese Signale senden will, weil dann hast du wieder so einen exubering Aktienmarkt und den willst du vielleicht gar nicht haben. Weil das noch dann interessant, ich habe gerade in der FT gelesen am Wochenende, dass in New York City eben die hochpreisigen Segmente wieder anziehen. Ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast. Ja. Und die Erklärung war, dass die Leute eben Geld, also zwei Erklärungen. A, sie haben Geld, die Leute. Warum haben die Geld? Ja, weil sie keinen Kredit benötigen, weil sie die S&P-Gewinne, die sie auf der Uhr haben, in den letzten 1,5 Jahren einfach mal eincashen und sich ganz entspannt eine Wohnung kaufen für 2 Millionen, 1 Million und sagen wir, zahlen Cash, wir brauchen keinen Kredit. Und das ist natürlich ein sehr interessantes Thema, weil du natürlich auch siehst, die Leute, je höher der Aktienmarkt geht, desto mehr Geld ist da im System und mehr Inflation generierst du dann. Ja. Also insofern, das FED sollte schon gucken, dass die Aktienkurse nicht zu sehr stark steigen. Auf der anderen Seite sind die jetzt keine, sage ich mal, relevanten Teilnehmer am Markt. Und zumindest nicht offiziell. Zumindest nicht offiziell. Ja. Genau, aber ansonsten ist es ihm schon ein Dorn im Auge, wenn zu viel Euphorie ist und er das Gefühl hat, das ist dann nachher ein großes Erwachen, wenn sie etwas anderes vorhaben, als der Markt gerade durch die Euphorie natürlich so ein bisschen für sich erwartet. Okay, aber du rechnest eher mit quasi einem Zinsschritt vielleicht höflichkeitshalber, ansonsten eher... Also persönlich, wenn du mich fragst, wenn ich das ganz offen sagen kann, ich hoffe, dass gar kein Schritt kommt, also nichts passiert. Ja. Es wäre für alle Teilnehmer eine kleine Überraschung, aber vielleicht weißt du auch, im November hatten wir 7 Zinsschritte drin im Markt. Wir sind ja in den USA auf die 10-jährigen Treasuries von 4 oder 3,80 auf 5 gegangen, auf wie ein Strich und dann wieder runter auf 3,80 zu stürzen. Jetzt sind wir im Niemandsland, sagen wir mal 4,30. Also immer 10-Jahres-Renditen in US-Dollar. Und das wäre das Beste, wenn eigentlich gar nichts passiert. Dann ist das Signal auch so, wir lassen die Zinsen so, wie sie sind, stabil. Wir haben Confidence in die Wirtschaft, wir sind zuversichtlich für die Wirtschaft und wir befürchten die Zweitrundeneffekte und deswegen gehen wir so ein bisschen weg vom Gas. Natürlich hast du den zweiten Effekt und der ist in meinen Augen, spricht so ein bisschen für die Zinserwartungen
Erhöhung am langen Ende. Also unsere persönliche Hausmeinung ist, dass am kurzen Ende relativ wenig passiert, aber in den USA am langen Ende die Zinskurve nach oben geht. Das würde zu einer, sage ich mal, normalen, was auch immer normal ist, aber normale Zinskurve führen. Das, was wir in den 2010ern gesehen haben, kurz am kurzen Ende, also tiefer am kurzen Ende, länger am langen Ende, weil du ja länger dein Geld leihst. Genau. Warum muss es umgekehrt sein, weiß ich nicht. Und dadurch, dass eben das FED pro Monat 90 Milliarden ja nicht zusätzliche oder die Treasuries nicht mehr kauft oder sie nicht mehr reinvestiert, wenn sie auslaufen, kommen noch ungefähr eine Milliarde, also 1000 Milliarden, so rum, 1000 Milliarden neue Schulden dazu. Also Schulden, alte Schulden, die refinanziert werden müssen, plus die 2000, die wir schon haben. Also sind es 3000 Milliarden. Da gab es eine Studie von Citibank, die gesagt haben, jeden Tag wird so und so viel neue Schulden gemacht. Und das, glaube ich, wird dazu führen, dass die Geldgeber so etwas verunsichert werden und sagen, oh, warum soll ich 3,80 bekommen, wenn ich vielleicht auch 4,50, 4,60. Also wir gehen davon aus, dass diese Nachfrage nach Kredit durch den Staat dazu führt, dass die Zinsen höher werden am langen Ende. Ja. Und somit die Zinskurve so ein bisschen. Wir sind da mit dieser Meinung ganz alleine. Ja. Die meisten erwarten 2 bis 3 Zinssenkungen und eine inverse Zinskurve. Das ist natürlich gewagt. Aber ich habe es auch in meinen LinkedIn-Statements immer wieder gesagt und stehe auch dazu. Ja. Wir gehen davon aus, dass es so passieren wird. Ob es dann 4,60, 4,70, 4,80 ist, God knows, also keine Ahnung. Ja. Aber es wird sicherlich nicht so bleiben. So, und insofern wird das eine gewisse, sage ich mal, Auswirkungen auf den Aktienmärkten haben, weil natürlich eine gewisse Unsicherheit kommt und deswegen eine gewisse Volatilität in den Märkten. Aber gute Unternehmen werden weiterhin ihre Gewinne abliefern und somit weiterhin Stabilität bieten. Aber du hast natürlich trotzdem, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, du hast natürlich schon trotzdem das Risiko im Markt, dass einige von den sehr optimistischen Grundhaltungen, die wir ja haben, also wir haben sehr hohe Investitionsquoten, niedrige Cashquoten, sehr viel auf der Long-Seite unterwegs, nichts, was nach unten den Markt so ein bisschen absichert. Also wenn wir mal wirklich aus welchem Grund auch immer einen starken Anstieg der Wohler bekommen, haben wir natürlich sicherlich auch einen größeren Effekt mal nach unten. Ist normal passiert und so weiter, ja. Es gibt ja diese Programme, diese Computerprogramme, wo dann gekauft oder verkauft wird. Ja, keine Ahnung, da bin ich jetzt nicht gut genug. Ich glaube, dass die Leute immer noch weiter relativ unterinvestiert sind. Also ich glaube nicht, dass sie überinvestiert sind. Wir selbst als Mischfonds sind in unserer Quote neutral. Also wir könnten durchaus höher investiert sein, weil wir auf diese Wohler warten, um dann günstiger, was auch immer das sein mag, zu kaufen. Das, glaube ich, ist weit verbreitet. Also das hattest du ja vorhin schon angesprochen. Also am kurzen Ende rechnet ihr jetzt schon auch, gab jetzt auch mal so einen großen, glaube ich, Bericht von Goldman, haben auch mal eine große Studie dazu gemacht, dass sie in den nächsten Wochen, glaube ich im April irgendwie, doch auch mal mit so einem größeren Sprung bei der Wohler, die ja nicht existent ist. Ja, genau. Seht. Also das ist, wenn du dann 5-mal das Falsche sagst, irgendwann kriegst du auch mal recht. So ist es. Aber ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen, aber ich sage mal so, es wäre so ein bisschen auch eine Gelegenheit, sich was zuzulegen. Die Frage ist, sind das die Magnificent 7 oder 8 oder 9 oder 10 oder sind das andere Sektoren? Das ist wieder ganz was anderes. Da müsste jeder für sich entscheiden. Ich will bewusst jetzt hier keine Aktiennamen nennen, weil das einfach nicht unser Geschäft ist. Wir sind ein Makrofund, wir gucken das von oben und wir schauen uns die einzelnen Werte schon an, aber nicht hier öffentlich. Also insofern ist es für mich interessant, dass, sage ich mal, die Magnificent 7, insbesondere Apple zum Beispiel, ja auch dieses Jahr ziemlich verloren haben, Tesla erst recht. Also wir haben schon eine gewisse Bewegung nach unten gesehen. Ja. Aber es ist ja auch überhaupt nicht so, dass jetzt Apple jetzt keine Gewinne machen würde. Also die verdienen sich einen Haufen Kohle damit. Ja. Und natürlich ist es so, dass eine Bewertung immer relativ ist und jeder interpretiert sie anders. Also insofern muss man jetzt sagen, wir sind gar nicht in der Lage zu sagen, was teuer und was billig ist, weil vor ein paar Jahren hast du Apple für $10 bekommen und haben alle gesagt, oh, wie teuer, ne? Und jetzt, so. Und insofern für mich steht klar, die großen Unternehmen in Amerika beherrschen den Weltmarkt. Der S&P ist mittlerweile 70% des gesamten
MSCI World Index gewichtet geworden. Dieser Trend wird sich fortsetzen, weil natürlich alle technologischen großen Entscheidungen und die Magnificent Seven sind ja alles Technologieunternehmen. Keiner von denen produziert irgendwelchen, keine Ahnung, Rohre oder irgendwelche anderen Telekommunikationsausrüstungen. Also die Tatsache, dass es so ist, führt dazu, dass die meisten Unternehmen eben weiterhin aus Amerika sein wird. Und ich finde das für uns, für eine Art des Fonds, wie wir machen, ich relativiere das immer wieder, wir haben einen perfekten Standort, um dort zu investieren. Wir sind liquide, die Informationen fließen vernünftig, da gibt es keine Insider. Also insofern ist es ein perfekter Markt. Wir sind tatsächlich nur in Amerika investiert und werden das auch tun. Und in Europa seid ihr gar nicht investiert? In Europa sind wir gar nicht investiert, weil wir Europa als Anhängsel Amerikas sehen. Wenn es in Amerika steigt, dann steigt Europa mit. Egal, ob es weniger oder mehr ist oder Kopf an Kopf, eigentlich ist es scheißegal. Aber wenn Amerika dreht, dreht auf alle Fälle Europa mit. Es ist nicht so, dass wenn Europa dreht, Amerika fällt. Es ist andersrum und somit muss ich mich auch gar nicht mit den europäischen Märkten beschäftigen. Zudem gibt es ja klare Differenzierungen, was die Voluminas angeht. Also Apple hat, wie viel sind das? 3000 Milliarden, das ist so groß wie die deutsche Börse dreimal. Also muss ich mich jetzt gar nicht damit beschäftigen, ob ich jetzt eine BASF oder Daimler oder BMW kaufe, das ist mir eigentlich völlig Latte. Ich konzentriere mich auf die großen Märkte, die auch liquide sind und wo ich ja auch funktionierende Märkte habe. Spannender finde ich das, wenn ich das so sagen darf, Japan. Das hat mir so ein bisschen Darling seit einem halben Jahr. Wie bitte? Everybody's Darling seit ich finde es spannender. Ich finde es spannender, weil ich sage, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich das etwas verschlafen hat. Passt nicht in die Strategie der Gesellschaft, weil wir nur USA machen. Aber es ist natürlich so eine Art Free Lunch gewesen. Warum war das so? Weil ich natürlich mit meinen Synapsen nicht schnell genug war. Als die Amerikaner natürlich den Krieg mit den Chinesen auf dieser auf der Handelsseite begonnen haben, haben sie natürlich auch ihre Investments konsequent runtergefahren. Wir haben seit 4 Jahren schon keine chinesischen Bonds oder Aktien mehr im Portfolio. Wir haben uns konsequent rausgeholt. Wir haben es gesehen, dass die Amerikaner sich zurückziehen. Aber haben den nächsten Schritt nicht richtig identifiziert. Das, was sie verkauft haben und sie trotzdem in Asien investiert werden wollten, das haben sie natürlich in Japan gekauft. Also insofern ist das ein typischer Markt, der überhaupt nicht aus dem Nichts kommt, sondern dass dieser Markt ist ein Markt, welcher von den Amerikanern sozusagen mit unterstützt wird. Politisch gewollt, weil praktisch ein Gegenpol zu China aufgebaut werden soll. Und das soll auch eine friendly nation sein. Die Japaner sind sehr nah an den Amerikanern, werden ja mit Waffen beliefert, werden mit Technologie beliefert. Die haben ja selber Hochtechnologie, sind ganz andere, sehr, sehr viel näher an die Amerikaner. Und insofern kann das nicht verwundern. Wie viel davon ist, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt so Warren Buffetts Top-Listen sehe, dann plötzlich tauchen da aus dem Nichts 3, 4 japanische Werte auf. Oder sagst du, das ist ja ganz was Neues. Ne? Also insofern, aber das ist nichts anderes als die letztendliche Entwicklung der anderen Länder, also der anderen Investoren auch. Japan ist als Alternative zu China in Amerika aufgebaut worden und das wird sich auch nicht ändern. Deswegen bin ich auch gar nicht besonders bullisch für den chinesischen Markt, auch wenn wir jetzt mal von den Lows uns mal wiederholen. Was natürlich in Japan nicht gut war, und das haben sie jetzt gerade eingestellt, ist, dass der Staat selbst Aktien kauft, also in Form von ETF, aber scheiß drauf, ist mal das Gleiche. Die haben 4% des gesamten japanischen Markts zusammengekauft, was in meinen Augen gar nicht geht, weil das ist ja Manipulation. Jetzt haben die damit aufgehört, das wird vielleicht ein bisschen zurückgenommen werden oder jetzt mal vielleicht gehalten, verkauft, das weiß ich jetzt nicht. Aber das war so ein bisschen, wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Wir haben es, weil wir natürlich nur auf Amerika konzentriert sind, verpasst. Insofern ist okay, so wie es ist, jetzt so wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Aber klar, ist sicherlich noch interessant. Aber heißt es auch, dass ihr jetzt, wenn wir mal die ganzen anderen Schwellenländer uns anschauen, also ex-China,
dass ihr das auch so ein bisschen außen vor lasst. Auch da kann man ja drüber sprechen, dass wir hier natürlich jetzt schon wieder so Erholungstendenzen haben in einigen von den größeren, interessanteren Emerging Markets. Aber das lasst ihr auch für euch außen vor und sagt... Genau, weil der Makrogedanke zählt. Also wir gucken uns, was machen die Zinsen, da haben wir eine klare Meinung, die Zinsen am langen Ende steigen, da können wir ganz sauber unsere Strategie aufstellen. Wir gehen den Treasury Short, wir gehen den Bund Short, wir shorten den Markt der langen Zinsen, wir halten uns auf dem kurzen Ende, wir sind alle mit den kurzen Floatern unterwegs. Ja. Wir haben vielleicht 25 oder 26er Staatsanleihen gekauft, USA, Europa, Spanien, halten uns dort auf und sagen, die Zinsen werden am kurzen Ende nicht fallen, aber am langen Ende steigen, also sind wir komplett organisiert. Ja. Und auf der Aktienseite ist das sehr ähnlich. Wir wollen liquide, große, handelbare Märkte haben. Und da passt einfach Emerging Markets nicht rein. Das heißt nicht, dass es nicht interessant ist. Jeder macht, was er will. Ja. Wir machen das, was wir am besten können. Das ist Makro und das sieht man auch in den Resultaten vom letzten Jahr oder auch von den letzten Jahren, weil 2022 wir im Vergleich zur Benchmark bedeutend besser abgeschnitten haben. Die Benchmark hat, glaube ich, 11% verloren. Wir waren mit -6 schon, es war Verluste und deswegen kannst du damit keinen Blumentopf gewinnen. Nein. Aber es ist natürlich im Vergleich zu den anderen, die anderen müssen 11% aufholen, wir mussten nur 6 aufholen. Das haben wir auch sehr gut geschafft in 2023. Insofern bin ich mit dieser Makrostrategie extrem zufrieden. Wir fahren sie so weiter und wir gucken nicht rechts und nicht links. Ja. Ich habe auch gelernt, dass zu viele Eier im Korb nicht gesund sind, weil eins bricht immer. Und insofern konzentrieren wir uns auf 2, 3 Stories. Wir würden nie mehrere Stories führen. Wir finden zum Beispiel, jetzt, wenn wir gerade darüber reden, eine interessante Entwicklung in Japan, der Yen, ne? Der Yen jetzt, der so ein bisschen zur Stärke wiederfinden könnte. Ja. Das fände ich eine interessante Spekulation, weil mehr ist es ja nicht. Ja. Wir wetten so ein bisschen. Aber in der letzten Konsequenz heißt das auch, dass wir wetten, dass das Zinsdifferenzial zwischen Japan und den USA kleiner wird. Das würde nur funktionieren, wenn die Japaner ihre Zinsen sehr stark erhöhen würden, was ja nicht der Fall sein wird. Oder die Amerikaner sie stark senken würden, was ja auch nicht in den Augen unserem Fall ist. Also insofern fehlt uns so ein bisschen die Geschichte dazu. Aber wenn ich diese Story nur auf der Zinsseite habe, dann habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, in Amerika zu investieren mit meinen Treasuries. Da kann ich mich ganz anders, also ich kann den Yen ganz anders, auf einer ganz anderen Dimension genauso treffen, verdiene genauso mein Geld, aber bin nicht in Yen investiert. Also das ist interessant. Und wie seht ihr den Euro in dem Zusammenhang dazu? Es gibt jetzt doch mittlerweile recht viele Thesen, die sagt, immer so die nächsten, sagen wir mal, mittelfristig uns anschauen, ist er vielleicht boxt er in einer etwas zu leichten Gewichtklasse, er könnte ein bisschen stärker daherkommen und im Dollar ist auch sehr viel Optimistisches drin, was so in der Form auch nicht gerechtfertigt ist, sondern es ist halt am Ende des Tages halt der Dollar und deswegen ist er im Moment so stark, wie er stark ist. Ich finde ihn jetzt nicht besonders stark in Anbetracht der starken Zinsen, die sie bezahlen, aber ich glaube deswegen auch, weil sie so viel mehr Schulden machen. In Europa haben wir einen relativ stabilen Euro, weil wir natürlich immer weniger Schulden machen würden. Die Frage, wie lange geht das gut, das kann ich natürlich nicht sagen. Das heißt, wir haben den Euro-Dollar nicht wirklich eine Meinung. Das heißt, da wir sehr stark in Dollar investiert sind, sind wir ja auch ihn gehedged. Also wir hedgen ihn runter. Wir haben im Aktiv momentan 15% offen. Das ist auch gut Deutsch keine Meinung. Ja. Und das ist eigentlich die Wahrheit. Wir können dir das nicht sagen, wo der Dollar hingeht. Es gibt einfach zu viele Unsicherheiten diesbezüglich. Ich würde mich auf diesem Niveau eher zurückhalten und sagen, keine Ahnung, das ist eine Geschichte, die ich nicht abbilden kann, weil ich nicht weiß, was passiert, also mache ich sie einfach nicht. Und das ist das, was wir konsequent machen. Wir machen nur das, wo wir wirklich sicher sind, dass es so kommen kann. So, das machen wir. Alles andere lassen wir erstmal weg. Ich greife nochmal an zu vorhin zu deinem oder eurem Zinsausblick so ein bisschen. Müssen wir nicht am Ende des Tages dann davon ausgehen, dass wir, wenn wir mal jetzt über 24 schon rausschauen, who knows, was da bis dahin passieren wird, da ist viel offen, dass wir da dann aber natürlich, wenn wir in dem Szenario bleiben, sprich wir kriegen beispielsweise keine Zinssenkung in diesem Jahr und wir spielen das Spiel jetzt einfach so weiter, dass wir dann am Ende des Tages, wenn wir mal jetzt über 24 schon rausschauen, who knows, was da bis dahin passieren wird, da ist viel offen, dass wir da dann aber natürlich, wenn wir in dem Szenario bleiben, sprich wir kriegen beispielsweise keine Zinssenkung in diesem Jahr und wir spielen das Spiel jetzt einfach so weiter,
dass wir dann auch irgendwo hinten raus ein dickeres Ende bekommen, denn irgendwann schlagen sich diese fetten Zinsen halt doch mal auf die Wirtschaft durch. Das gibt es 1000 Thesen und Erklärungen dafür, volkswirtschaftlich, warum das alles nicht passiert ist, viel längerfristig refinanziert und so weiter und so fort. Also hast du da schon eigentlich ein bisschen, also der Druck baut sich natürlich schon stärker auf. Ich bin überhaupt nicht deiner Meinung. Ja, ist interessant. Warum? Warum? Weil wir, also wenn man das jetzt ein bisschen historisch überlegt, dann sind das eigentlich nur die letzten 5 Jahre, wo wir dann sozusagen durchgedreht haben. Ne? Also zuerst wurde so gekauft, weil wir dann Schulden machen wollten und die Zinsen tief sein mussten. Dann kam Corona dazu. Ein riesen Blödsinn, Bullshit, alles wissen das jetzt. So. Also insofern, das war Minuszinsen, das größte Blödsinn aller Zeiten. Das heißt, in den letzten 5 Jahren haben wir eine wahnsinnige Fehlallokation von Kapital gehabt. In Sachen, die überhaupt nicht relevant sind und totaler Blödsinn sind. Alle Themen, die dazu da mitkamen, möchte ich dir gar nicht ersparen. Also möchte ich dir ersparen. Ich will dich hier nicht politisieren, wir sind hier auf der Wirtschaftsseite. Also, insofern baut sich das ab und das ist gut so. Das heißt, die Schlechten werden pleite gehen. Ja, das wird so sein und dann wird es eben ein paar Pleiten gehen. Die Statistik spricht ja schon, die ersten 2-3 Monate hatten wir ja schon 30 Pleiten. In Europa auch ein paar, die meisten in Amerika. Aber so ist das Leben. Und ein paar gehen pleite, ein paar haben einen Run. Und mir ist es lieber so, dass wir leben von den Gewinnen, als wir leben von den PE-Expansions. PE-Expansions bedeutet, die Firma geht es genauso beschissen wie vorher, aber die Zinsen sind noch null und deswegen ist sie plötzlich mehr wert. Ja. Aber wer hat das gesagt? Ja, die Zinsen. Also wenn die Zinsen oben bleiben, dann ist es sogar für uns besser. Ich finde, dass die Zinsen, die oben bleiben, ein extrem gutes Zeichen für uns sind, weil wir uns auf die Normalität wieder einstellen. Und die Normalität bedeutet, dass Unternehmen, die gut funktionieren, Geld verdienen und die weniger gut Geld verdienen, die gehen eben pleite. Nicht jeder, wie heißt das dann, non-profitable Tech ist eben ein guter Tech. Da werden ein paar pleite gehen. Na und? Ist so. Ja, das ist so, und das ist PE, also das ist Private Equity, das ist deren Risiko und so weiter und so fort. Du siehst es ja auch, die Private Equities kaufen sich am Ende, weil sie so viel Geld haben, wissen gar nicht wohin, kaufen sich die Firmen gegenseitig aus, um sich da ihre eigenen Auszahlungspläne zu garantieren. Ich meine, das ist ja letzter Blödsinn. Also, Entschuldigung. Ich würde man dreht sich seinen Kreis rum. Ja. Irgendwann, ne? Andererseits, wenn wir dann mal quasi auf die volkswirtschaftliche Seite rüberkommen und das Rad dann weiterspinnen, auf, ich sag mal, 25, 26 folgende, wenn wir auf dem Zinsniveau bleiben, bei den Defiziten, die Amis da fahren, bei dann gleichzeitig kommend, das wird ja auch wieder eine sehr schöne Fiskalklippe, wenn so die ersten größeren Programme auslaufen, ich weiß nicht, da ist noch, diese Steuererleichterung von Trump damals noch mit drin und noch diverse andere Programme, die dann da alle auslaufen. Das heißt, da ist dann schon sehr viel über die Rechnung, die du vorhin aufgemacht hast, hinaus noch zu finanzieren, weil du dann sagen musst, okay, entweder das Ding wird verlängert, dann fahre ich das Defizit halt wieder deutlich nach oben oder irgendjemand anders muss die Rechnung bezahlen. Dann hast du halt den Wirtschaftseinbruch, weil Wirtschaftseinbruch ist immer groß. Irgendeiner muss trotzdem bezahlen, die Rechnung. That's it. Ja, es wird vermutlich dann vielleicht etwas schwieriger werden. Ich weiß es nicht. Ich glaube, 25 ist oder 26, 27. Ist weit hin, ja. Der Plan der Amerikaner ist, jedes Jahr weitere 2000 Milliarden. Also sie verschulden sich neu jedes Jahr um 5%, 6% des Bruttoinlandsprodukts der Amerikaner. Also die Amerikaner haben ein Bruttoinlandsprodukt von 35.000, 41 Milliarden. Also ist es mindestens 5%. Also eine Menge Kohle, die dann sozusagen als Nachfrage kommt. Ganz langfristig hast du recht, irgendwann kommt die Rechnung, aber die Rechnung von denen ist, ja gut, wir investieren in Infrastruktur, wir investieren in Technologie, wir holen uns den Chip wieder nach Hause, wir bauen unsere eigenen Chipfabriken durch den Chip Act. Also ich meine, das, was sie machen, ist, die drehen die Globalisierung zurück. Und wenn wir die Globalisierung zurückdrehen, dann haben wir wieder Home Markets. Und wenn wir Home Markets haben, haben wir vielleicht unter Umständen wieder Inflationsschübe, die ganz anderer Ordnung sind. Also das würde eher noch mehr gegen fallende Zinsen reden. Dann reden wir über 70er Jahre. Den berühmten Chart kennst du ja, was dann 74, 75 die Inflation wieder zurückgekommen ist. So weit sind wir nicht und wir sind weit entfernt davon. Aber der Arbeitsmarkt in Amerika ist leergefegt, in Europa so und so. Wir haben alle keine Kinder bekommen in den relevanten Zeiten. Ich nicht, ich habe 5 Stück. Brav. Genau. Also insofern haben
haben wir da ein Generationsproblem und das führt automatisch zu Knappheit gut Human Capital. Ja. Und wenn ich du wäre, würde ich da hingehen, wo sie mir am besten bezahlen. Das ist doch logisch. Klar, das macht ja auch Sinn. Das ist auch Homo economicus. Ja. Also insofern überrascht mich das jetzt nicht und das führt dazu, dass mittelfristig wir sicherlich eben durch diese Zweitrundeneffekte über den knappen Arbeitsmarkt durchaus wieder Inflation sehen könnten. Dann wird immer wieder gesagt, ja, alles läuft kacke, alle ganz schlimm und Hilfe und so. Also alle, ja, die Armen, die haben ein echtes Problem. Und das ist ja das, was letztendlich die amerikanische oder auch die Europäer erkennen mussten. Ja. Die ganz, ganz tiefen Zinsen führt automatisch zu einer sehr starken Erholung der Inflation. Also die Inflationsschübe sind gewaltig. Ja. Und die am wenigsten haben, die schaffen das gar nicht. Die haben ja gar nichts mehr. Die können ja gar nicht sich mehr selbst ernähren. Also insofern musste der erste Schritt sein, wir müssen auf die Bremse treten, wir müssen die Liquidität rausholen. Sie haben das viel zu zaghaft gemacht. Sie hätten viel schneller die Programme einstellen müssen. Die hätten viel schneller die Zinsen erhöhen müssen. Die Lagarde hat irgendwas erzählt von vorübergehender Inflation. Also ein Blödsinn, aber sie wusste das auch. Das ist ja alles, es ist einfach veräppelt. Ich möchte das Wort hier nicht publik sagen. Aber insofern ist das Gefährlichste ist für die soziale Sicherheit, ist, dass die Inflation überbordet und das würde große Teile der Bevölkerung in Europa, aber auch in Amerika zu Armut führen. Und das müssen wir natürlich vermeiden. Und was man natürlich auch immer gerne vergisst, wenn man die 70er Jahre herzitiert, ist, dass wir nicht einen Ölpreisschock hatten, sondern zwei. Genau, damals. 72, 73. Genau, und dann 80 nochmal. Ja. Und das ist natürlich etwas, also diese Gefahr, du hast es natürlich angesprochen, Ölpreis, der kann schon eben natürlich auch immer mal wieder nach oben wegbrechen. Geopolitische Themen haben wir natürlich auch hier und da immer mal wieder. Das wird auch nicht weniger werden. Ich finde das interessant. Und dann hast du schon immer wieder diesen Zweitrundenschub oder die Gefahr natürlich. Ne? Und da muss man sich natürlich schon ein bisschen an die Nase fassen und sagen, ich fand das sehr interessant, dass Aramco, ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast, aber Aramco, der Geschäftsführer, der Vorstand hat dann sich beklagt über die Tatsache, dass eben die westliche Welt oder überhaupt die Welt nicht mehr in Öl investiert. Das Thema wäre viel einfacher für uns alle, wenn wir einfach mehr investieren würden, Opportunitäten benutzen würden, einfach das Thema einfach wegdiskutieren. Wir brauchen kein Öl mehr, der Strom kommt aus der Steckdose. Das ist einfach zu kurzfristig gedacht. Und wir können eine ESG-Strategie fahren und die ist auch völlig richtig. Aber wir müssen ja nicht alles auf eine Karte setzen, sondern wir können ja parallel Stück für Stück uns dazu bewegen. Ja. Aber Öl und Gas wird es bleiben, immer. Es wird ihren Platz finden. Und wir müssen auch mit den Ressourcen einfach anders oder besser umgehen. Aber das heißt nicht, dass wir die wegdiskutieren und sagen, das ist alles scheiße, also Öl ist Kacke und wir sollen jetzt alle mit dem Fahrrad fahren. Ja. Wäre für uns alle gesünder. Aber es wird nicht mehr so viel passieren, weil die Strecken kürzer werden. Aber ist egal. Bleiben wir noch ganz kurz beim Aktienmarkt. Wir brauchen nicht über Einzelwerte reden, aber seid ihr schon auch so ein bisschen, das ist natürlich viel, wir diskutieren viel darüber, weil natürlich aus den Mac 7 werden Fab 4 und wir singen alle nur noch Beatles-Lieder und so weiter. Also man hat schon so ein bisschen so ein Aufdividieren, ja. Bei einem Teil ist die Bewertung eben gerechtfertigt, weil eben was hinten nachkommt, Nvidia und Co. Wir kennen das und die anderen können das Tempo vielleicht wie Tesla oder so nicht mehr mitgehen. Deswegen gibt es diese Differenzierung. Und man hat eben doch das Gefühl, dass wir sehr viel über Teilsektorrotationen, nicht alles, wie gesagt, ein paar sind ja trotzdem weiterhin spannend. Aber so ein bisschen kommt man schon in dieses Sektorrotationsthema rein, zu sagen, okay, was sind denn jetzt so Sektoren, die vielleicht tatsächlich attraktiv sind in dem Szenario Makroumfeld, das jetzt so die nächsten Monate auf uns zukommen können? Ist natürlich auch die große Diskussion immer, kommen jetzt die Small Caps irgendwann oder nicht? Ja? Auch das ist jetzt sehr spannend. Ich gebe das jetzt einfach mal so beides weiter. Also zum Thema Small Caps habe ich da keine besondere Meinung. Ich kann ja mir es persönlich, also aus meiner persönlichen Meinung, ohne dass ich jetzt niemanden hier auf die Füße treten will, nicht so ganz vorstellen. Also ich würde jetzt nicht zu sehr in diesen Small Caps gehen. Da gibt es zu viele Differenzierungen. Sicherlich gibt es da sehr gute Firmen wie Six, die einen fantastischen Job machen, weiterhin einen sehr guten Job machen. Und da sind es Berechtigungen haben. Andere machen weniger einen guten Job, sind Small Cap, weil sie ja eben keinen guten Job machen. Ja. Also ich würde da jetzt nicht zu sehr drauf setzen von meinem Gesamtportfolio. Wir machen das so und so nicht. Wir sind nur in den S&P 500 unterwegs, weil wir ein Portfolio bauen und nicht Einzelwerte, also nicht Alpha-Risiken, sondern einfach Beta-Risiken. Und deswegen, aber spannend ist es schon, wenn wir eine gewisse Entwicklung sehen
Und das ist aber ehrlich gesagt ein sehr gutes Zeichen. Also der Markt wird breiter, sektorial, es wird breiter. Und die Magnificent 7 oder 10 oder was auch immer haben stottern. Und das ist ja auch gut so. Die bauen ihre, sage ich mal, relative Outperformance leicht ab oder ab. Und es kommen andere Themen das können Technologiethemen sein. Da gibt es immer noch Technologiefirmen, Oracle, IBM, wie auch immer, die trotzdem also Accenture, die in der KI also AI, KI unterwegs sind, aber die eben nicht zu diesen 10 gehören. Das ist sicherlich eine Rotation. Es gibt das Thema in Amerika, Infrastructure jedes Jahr, da hast du eben deine Caterpillar, also ist unsere größte Position in Amerika, Caterpillar. Jetzt kein Sky Rocket Science, ne? Das Thema wird heiß gegessen, also mache ich da ein bisschen mit. Aber es zeigt mir nur, dass die Marktbreite da ist. Das heißt, der Aktienmarkt steht nicht vor einer Korrektur, steht nicht vor einem Bärmarkt, steht nicht vor einem Crash, ganz im Gegenteil. Ja. Je weiter er sich, also im November war es anders, haben alle gezittert. So, im Januar, Februar hat sich die Marktbreite weiter aufgebaut und wir gehen fest davon aus, dass wir weiter in den USA einen guten Aktienmarkt sehen werden und sind nicht pessimistisch eingestellt. Und sektorial ist schwierig, weil jeder so seine eigenen, ich finde das Thema Materials, also sagen wir mal Rohstoffe, sehr interessant. Ja. Es wurde immer wieder davon erzählt, aber vielleicht ist es wirklich mal interessant, mal drüber nachzudenken. Das Thema Ölwerte, das Thema was auch immer, Kohle, auch wenn das jetzt ganz böse ist, genau, ne? Pfui ist, aber why not? Und es gibt verschiedene andere Themen in diesem Bereich. Das Thema Banken könnte spannender wieder, wenn die Zinsen doch nicht fallen, dann ist es dann wieder, die Versicherungen outperformen ja kontinuierlich den Markt. Also es gibt da schon Themen, aber wie gesagt... Hat Waffe dann wenig gerettet in letzter Zeit, das Versicherungsthema? Also wie gesagt, wir konzentrieren uns auf Alpha, also auf ein Beta-Risikoportfolio und sind eben breit gestreut und haben keine großen Wetten. Das Thema ist für uns immer sicherzustellen, dass wir keine Alpha-Risiken haben. Alpha-Risiken, das sind unternehmensspezifische Risiken, die dann durch schlechte Nachrichten dazu führen, dass der Kurs sich sozusagen nach unten bewegt. Wenn du dann 3, 4, 5% hast, dann kriegst du es einfach mal ganz fett auf die Nase. Und dieses Risiko wollen wir einfach ausschließen. Deswegen unsere größte Position ist Caterpillar mit 1%. Alle anderen von den 42 Positionen sind alle viel kleiner. Das heißt, somit haben wir ein Portfolio aufgestellt. Ja. Und ja, wir haben im Januar ein Portfolio gehabt, da waren die Magnificent 7 alle drin. Und das haben wir im Verlaufe des Ende Februars komplett verkauft und haben uns in diese Accenture, in die IBM, in die Oracles bewegt. Und alles, was ein bisschen breiter diesen KI-Boom Genau, wo wir einfach mal eine Alternative hast zu das, was eben Alphabet dir sagt. Aber natürlich, du hast immer die Kooperation Alphabet-Apple ist ein Riesenthema. Ja. Nvidia ist ein Riesenthema. Also da sagen sie alle, ja, ist viel zu teuer. Aber ja gut, aber die sind unterfüttert. Es tut mir echt leid. Der Chip ist einfach der schnellste, der beste. So, what they want? Also dann sagen die anderen, ja, wir sind dabei. So, und jetzt musste irgendwann wird es kommen, aber jetzt im Moment wahrscheinlich nicht. Jetzt besitzen die wie viel Marktanteil? Ja, gigantisch. 98%. Any questions? Also erledigt die Diskussion. Ciao, geh nach Hause. Ja, genau. So, also ich will jetzt nicht sagen, nein, kauft alle Nvidia. Nein, das will ich gar nicht sagen. Ich will nur sagen, dieses ewige Rumgemögle, das ist wieder teuer. Klar, so eine Kerzenbildung im Chart ist nie gut, das wissen wir alle. Aber das heißt nicht, dass es jetzt wieder runter muss. Das kann durchaus auf einem Plateau einfach sich weiterentwickeln. Naja, man hat jetzt so die letzten Wochen natürlich auch viel diese Diskussionen geführt im Vergleich zu 2001. Natürlich Ende der Dotcom-Blase mit Cisco. Cisco-Tag. Der Klassiker. Und das waren dann schon andere Bewertungen, wo hinten dran ja auch nicht dieses Wachstum steckte, also real. Es ist halt nicht passiert. Es kam nicht. Kam halt kein Umsatz rein und nicht die entsprechenden Earnings. Ja. Das ist also schon natürlich ein großer Unterschied. Aber es ist natürlich makroseitig und das finde ich natürlich schon ein spannendes Thema, je nachdem, wie man eben so sein Szenario für dieses Jahr makroseitig erwartet, ob man zum Beispiel mal Zykliker nimmt oder nicht.
fühlt sich jetzt im Moment noch nicht so cool an, vielleicht irgendwann im Jahresverlauf, wenn sich das so entwickelt, dass wir tatsächlich so eine weiter robuste Wirtschaft hat, dass man eben dann irgendwann sagen kann, okay, Zykliker beispielsweise sind so interessante Sektoren, die man haben muss. Ja. Also momentan die Strategie ist weiterhin die gleiche, immer breit aufgestellt zu sein, den Beta-Markt abzudecken und nicht die Einzelrisiken. Insofern ist das, du kannst die haben, aber das ist immer so eine Einzelgeschichte, das ist alles viel zu diffus für uns und das lassen wir einfach. Es gibt das Thema KI, wird sicherlich interessant bleiben, da gibt es auch Alternativen zu den großen 7, die trotzdem in der KI unterwegs sind, hatte ich ja die 3 Namen genannt. Die finde ich trotzdem spannend, aber da muss jeder gucken, dass er alles nicht auf eine Karte setzt. Eine breite Diversifikation des Portfolios ist immer angesagt. Das ist einfach so. Kommen wir noch mal ganz kurz hinten raus zum Thema Bonds. Also bei euch ist es natürlich ein wichtiges Instrument für eure Makrofonds. Braucht ein Privatanleger Bonds im Portfolio? Ich sage ja. Es hängt immer davon aus, welchen Risikoappetit du hast, ne, und welche Zeithorizonte. Alle sagen, ich habe 20 Jahre, aber dann, wenn sie mal -10 sind, dann fangen sie an zu schlottern und sagen, hey, was machst du mit meinem Geld? Also diese Zeitpunkte, ich sag mal, für mich ist mein Portfolio immer mittelfristige also kurzfristige und mittelfristige und langfristige Ziele und so würde ich das immer so einteilen. Das heißt, wenn ich eine Anleihe hätte, die stabil wäre und die mir 7% jedes Jahr garantieren würde oder zahlt, wird es natürlich mit einer Aktie schwer, weil ich sage, 7% als der Durchschnitt des Aktienmarktes ja nie gemacht. Also insofern ist es sehr interessant. Also natürlich hast du dann so Scheibchen auf der kurzen, also wenn du die Sicherheit im Vordergrund hast und wenn du jetzt, sag ich mal, 100 hast und sagst, mit 30 würde ich gerne sicher sein, dann ist das natürlich eine sehr gute Alternative. Das ist der Gedanke des Mischfonds, dass wir, das heißt, den Korb so anlegen, dass wir sagen, wir sind ja per se, der Aktiv ist per se auf 49% Aktien limitiert. Wir dürfen nur bis 49% und das ist in meinen Augen das Durchschnittsrisiko, maximale Durchschnittsrisiko eines normalen Menschen. So. Ja. Und wenn du natürlich ein Zocker bist, dann kannst du mehr haben. Wenn du besonders entspannt bist, was deine Verluste angeht, kannst du auch haben. Ja. Aber wenn du davon leben musst und dann auch für deine Zukunft ein bisschen planst, dann finde ich 49%. Also wenn das schon nicht funktioniert, da hast du so ein ganz anderes Problem. Da hast du die Auswahl falsch, das ist alles falsch. Also eigentlich müssten die 49% mehr als nur genug sein, um deine Performance zu kreieren. Das heißt, du hast automatisch die anderen 50%. So, und in 2021, 2020, 19, 2021 hattest du Negativzinsen. Das heißt, wir als Aktiv, wir haben Geld verloren, wir haben eingezahlt. Ja. Ich meine, was sind das für eine Scheiße? Also es war echt schwierig. Absolut, ja. So, jetzt sind wir im Plus, Gott sei Dank, und wir haben einen Beitrag. Also insofern, ich bin sehr zuversichtlich, dass dieser Beitrag dominant sein wird und auch gut ist. Und er wird für die Gesamtperformance eine gewisse Bedeutung haben. Und ich freue mich, dass wir die sind. Und ich würde uns allen wünschen, dass diese Plus-Zinspolitik weiter aufrechterhalten bleibt. Dass wir lange keine Negativzinsidee weil das ist einfach eine ganz schlechte Idee, weil du einfach Fehlallokationen hast. Jeder Spekulant versucht sich, gehen Banken pleite, dann gehen Projekte pleite, dann gehen Unternehmen pleite. Dann wird irgendwas produziert am Markt vorbei, welches überhaupt keiner Mensch hat. Aber weil du natürlich einfach das Geld hinterhergeworfen bekommst, dann hast du natürlich, dann nimmst du es einfach, nimmst du die Idee um, aber bringt dir nichts, weil es keinen Markt gibt. Also, ob das 3, 4, 5% ist, da wieder eine ganz andere Diskussion, aber es muss auf alle Fälle Plus sein. Und ich würde mich freuen, wenn wir eine normale, stabile Kurve hätten. Ja. Diese inverse Zinskurve ist ja immer wieder, der suggeriert, Hilfe, die Zinsen fallen, weil wir in eine Rezession. Scheiße, wir haben gar keine Rezession. Weit und breit hast du keine Rezession. Ja. So, das heißt, ich sehe auch keinen Grund, weil wir eine inverse Zinskurve hätten. Das Hauptproblem sind die Versicherungen, die natürlich alle bondlastig sind. Also mehr geht ja nicht, auch weil der Regulator uns dazu zwingt als Versicherung, ich sage mal uns als Versicherung, weil die Aktien mit mehr Eigenkapital und die Immobilien auch mit mehr Eigenkapital unterlegt werden müssen.
die Anleihen nicht und die Staatsanleihen gar nicht, Ja. egal welches Land in der EU. Ja. Und deswegen sind diese Unternehmen alle unterwegs auf der Bondseite und die sind natürlich bei 4% kriegen die schon gläsige Augen und feuchte Hände und stürzen sich auf das Zeug. Und da sind wir wieder am Thema Enge der Spreads. Wir sind viel zu eng in den Spreads. Die Unternehmen, die jetzt so günstig finanzieren, sind gar nicht so gut, wie sie günstig finanzieren. Also man muss schon ein bisschen vorsichtig sein. Also würdest du sagen, dass jetzt gerade, wenn wir mal auf die Unternehmensanleihen kommen, dass wir da so eine leichte Übertreibung haben? Dann nicht leicht, sondern eine gewaltige Übertreibung. Und es würde mich freuen, wenn wir diese Übertreibung abbauen würden. Nicht indem es Firmen geht, die pleite gehen und dann alle aufgeschreckt werden. Sondern die Spreads einfach wieder auseinandergehen. Sondern einfach mal normal, dass jeder Investor sagt, ja gut, aber wenn ich jetzt 20 oder 30 oder 50 Bips mehr bekomme, dann kaufe ich mir gleich Staatsanleihen, da kann ich ruhig schlafen oder zumindest ansatzweise ruhig. Ich muss mir jetzt nicht irgendwelche Gurken aus, ich vermeide jedes Land. Wo. Genau, möchte nichts Falsches sagen. Egal woher, wir wissen alle, was gemeint ist. Genau. Und insofern ist das in meinen Augen so und wir meiden sie. Wir haben sie ehrlich gesagt abgebaut. Wir hatten viel davon. Wir haben die alle reduziert. Wir haben viele verkauft. Die sind sehr, sehr kurz auf der Kurve. Wir sind gar nicht in den 30er und mehr, also fast gar nicht. Und somit warten wir auf das, was passieren könnte. Das gilt natürlich erst recht ganz hinten am Ende quasi, nämlich bei den High Yields. Ne? Das ist ja auch so eine sehr groß oder sehr breit geführte Diskussion. Der eine oder andere schwört immer noch drauf, obwohl ja eigentlich die Risikoprämien quasi nicht existent sind für das Ausfallrisiko, das du hast und das vielleicht natürlich auch tendenziell steigen wird. Ich sag mal so, wenn du mit dir dein eigenes Geld verlierst, weil du sagst, dann ist es okay, wenn ich natürlich einen habe, der sich als Spezialist hergibt und dann doch underperformt oder Geld verliert, dann werde ich jetzt weniger entspannt. Da muss jeder das so sehen. Für mich es ist wieder eine Nische, eine Spezialität und für mich ist es wieder die Eier im Korb. Ja. Muss ich mir dieses extra Ei noch reinlegen oder sage ich, ich verzichte darauf, ich konzentriere mich auf die ganz großen Themen. Ich persönlich würde nicht darin investieren, aus meiner makroökonomischen Sicht. Ich will das jetzt gar nicht schlecht oder gut reden. Ich finde High Yield für viele Märkte interessant, aber für uns nicht interessant und die Risikenprämien sind viel zu gering. Also wenn ich da noch ins Emerging Market Feld übergehe, noch schlimmer. Ja. Da ist praktisch nichts mehr zu verdienen. Im Vergleich zu US-Staatsanleihen kannst du sagen, ja gut, aber da kann ich gleich im Treasury bleiben. Aber das war ja auch der erste Markt, den quasi alle Investoren wieder für sich entdeckt haben. Erstmal Schwellenländer Anleihen aufsammeln und dann wechseln wir jetzt so langsam auf die Aktienseite in den Schwellenländern. Ne? Also wenn ich was davon verstehe, ist gut. Und wenn ich eine spezielle Nische abarbeiten möchte, gut. Aber ich sage mal, ich sehe es ja auch bei den ganzen Portfolios der Großen. Da wird immer erzählt, ja 2-3%. Aber mein Gott, also die 2-3%, egal was sie machen, haben keinen Einfluss auf die Gesamtperformance. Das heißt, da musst du Spezialist sein und musst ein Spezialwissen auch drin haben, und es wollen. So. Ja. Und wenn du nur abdecken willst, dann sage ich mal, was willst du da? Also ganz ehrlich, ist nichts Spezielles für die Firma, aber der Fokus geht verloren und ich glaube, wenn du deinen Fokus verlierst, dann machst du hier ein bisschen was und da ein bisschen was und dann kommst du nirgendwo hin. Abschließend noch das Thema, quasi wenn man bei den Laufzeiten ist klar, glaube ich, sehr gut angekommen, dass ihr sehr am kurzen Ende unterwegs seid. Jetzt sind sehr viele natürlich unterwegs, die jetzt schon wieder so ein bisschen, wenn wir mal ein bisschen länger werden wollen, so von der zweiten Chance reden, nachdem wir natürlich nochmal so diese Gegenbewegung bei den Renditen gesehen haben, bei den 10-Jährigen, jetzt dieses Jahr im Jahresverlauf. Seht ihr das perspektivisch auch kommen oder fühlt ihr euch weiterhin am ganz kurzen Ende wohl? Ja, wir gehen eben davon aus, dass diese Kurve sozusagen normalisiert und das würde bedeuten, dass die langen Zinsen steigen. Das heißt, der investiert ist in den langen Zinsen, Wertverluste, Kursverluste erleiden. Und wenn wir dann so weit sind, dass wir damit confident sind mit den Zinsen, ich sage mal jetzt alles, was über 4,5% ist, einige würden sogar 5 dann am Ende zahlen,
Dann passt das auch wieder. Ne? Aber dann musst du auch davon ausgehen, dass wir auch eine Inflation von vermutlich 3-5% haben. Dann wirst du kein Geld verdienen, da wirst du einfach dein Geld erhalten können mit der Inflation. Dann musst du Steuern zahlen, also nicht so ganz einfach das Thema. Aber jetzt, wo die Inflation in meinen Augen perspektivisch schon so wieder über 4 gehen wird, jetzt sich mit 10 Jahren mit 3,6 auf Unternehmensanleihen zu stürzen, ist für mich der falsche Weg. Also kompletter falsche Weg. Dann lieber bleibe ich kurz, krieg sogar mehr, 4,5 und kann mich ganz entspannen und sage, okay, ich warte. Und warten, warte, bis alles sich umdreht. Und wenn ich natürlich das nicht sehe, was ich nicht glaube, dann wird es natürlich für mich schwieriger. Aber ich glaube das nicht. Wir haben eine feste Meinung, das kommt so. Das ist spannend und wir werden uns das auf Wiedervorlage legen. Ja, genau. Luca, das war sehr schön. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke auch. War schön. Vielen herzlichen Dank. Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Auf jeden Fall mal eine etwas andere Herangehensweise, eine andere Sicht natürlich auch auf den Markt, die nicht die falscheste sein muss. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr im Moment so ein bisschen unterwegs seid. Teilt ihr natürlich auch so ein bisschen den Makroblick, den Luca Pesarida hier hat, oder seid ihr völlig anders, weil ihr sagt all in Tesla, wie all die letzten Jahre auch. Ich sage danke fürs Zuschauen, dir nochmal vielen Dank für den Besuch, hoffentlich auf bald und wir sehen uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, ciao.